Moin Moin! Hallo zusammen, wir sind in Albanien, in Tirana. Heute wollen wir euch mit in die Stadt nehmen, damit ihr den ersten Eindruck von Tirana bekommt. Dabei wollen wir euch ein paar Tipps geben und damit das Nützliche mit dem Angenehmen verbinden. Also, Los geht's! im Februar diesen Jahres feierte Tirana sein 100-jähriges Jubiläum als Hauptstadt Albaniens. Tirana liegt in Mittelalbanien, etwa 30 Kilometer Luftlinie von der Adriaküste entfernt. Die Hauptstadt von Albanien ist eine sich schnell entwickelnde Metropole, die pulsierend, lebendig und vielfältig wirkt. Sie ist die größte Stadt in Albanien mit einer Bevölkerung von knapp 900.000 Einwohnern. Eine der wichtigsten Fragen für einen Camper ist: Wie komme ich in die Stadt? Soll ich selbst fahren oder lasse ich mich fahren? Wir empfehlen euch, das Fahrzeug auf dem Campingplatz zu lassen und zum Beispiel mit einem Taxi in die Stadt zu fahren. Der Verkehr in Tirana ist hektisch und herausfordernd. Im dichten Stadtverkehr werden viele Regeln sehr kreativ ausgelegt. Außerdem ist es nicht einfach, einen Parkplatz insbesondere für größere Fahrzeuge zu finden. Falls ihr euch doch entscheidet, mit eurem Wohnmobil in die Stadt zu fahren, bietet sich für das Parken der Parkplatz beim neuen Stadion an. Am entspanntesten ist die Anfahrt zu diesem Platz aus dem Süden der Stadt von der Schnellstraße Tirana-Elbasan über die Abfahrt Sauk. Im telekom-farbenen Kreisverkehr nehmen wir die dritte Ausfahrt Richtung Tirana Zentrum und fahren dann über die Ruga Elbasanit zu einem weiteren Kreisverkehr. Dort nehmen wir die zweite Ausfahrt. Circa 300 Meter nach dem Kreisverkehr geht es links ab in die Ruga Dervish Hima. Auf albanischen Straßen müsst ihr immer mit dem Unerwarteten rechnen. Wer rechts blinkt, kann auch links abbiegen. Und wer sich links einordnet, kann auch nach rechts fahren. Der Parkplatz liegt vor dem Stadion auf der linken Straßenseite. Obwohl er relativ groß ist, ist er unter der Woche zwischen 8 und 18 Uhr fast immer komplett ausgebucht. Anders ist es am Wochenende. Da hat man eher die Chance, einen freien Stellplatz zu ergattern. Der Platz ist 24 Stunden am Tag geöffnet. Parken bis zu einer Stunde kostet 100 Lek, bis zu 4 Stunden 200 und bis zu 8 Stunden 300 Lek. Tirana hat keine spektakulären, international bekannten Sightseeing-Hotspots im klassischen Sinne. Trotzdem gibt es mehr zu entdecken, als man vielleicht erwartet. Und das Schöne ist, dass alles nicht weit voneinander entfernt ist. Wir starten unseren Rundgang am Nationalstadion Air Albania. Diese moderne Arena wurde im November 2019 eröffnet und bietet 22.000 Zuschauern Platz. In der Nähe des Stadions gibt es die Möglichkeit,
eine Tasse Kaffee oder eine Hopfenkaltschale im rustikalen Juvenilia Castle zu genießen. Weiter geht es am Hauptgebäude der Universität entlang zum Blocku-Viertel. Dieser Stadtteil war während der kommunistischen Ära Wohnviertel der Parteifunktionäre und für den Rest der Bevölkerung gesperrt. Die Villa von Enver Hoxha ist leider für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Von der Straße hat man aber einen guten Blick auf das dreistöckige Gebäude. Heute ist Blocku ein angesagtes, lebendiges Viertel mit trendigen Cafés, Bars, Restaurants, Geschäften und Nachtclubs. An jeder Ecke lässt sich hier das Leben genießen. Hier kann man nicht nur einen herrlichen Macchiato trinken oder einen leckeren Cocktail schlürfen, sondern auch fantastisch essen gehen. Neben der traditionellen albanischen Küche findet man für jeden Gaumen und Geldbeutel das passende Restaurant. Ob mexikanisch, japanisch, französisch oder italienisch, es gibt alles, um sich eine leckere Auszeit zu gönnen. Der Glockenturm mit der Uhr gehört zur 2012 eröffneten Kathedrale der Wiederauferstehung Christi. Sie ist eine der größten orthodoxen Kirchen in der Region. Die Kathedrale kann auch von innen besichtigt werden. Gegenüber der Kirche liegt das House of Leaves. Hierbei handelt es sich um ein Museum, welches über die Arbeit der Geheimpolizei in Albanien in den vergangenen Jahrzehnten aufklärt. Nordöstlich der Kathedrale liegt der Skanderbeg-Platz. Sein Namensgeber Skanderbeg ist ein Nationalheld, der im 15. Jahrhundert die albanischen Regionalfürsten im Kampf gegen das Osmanische Reich vereint hat. Der Platz wird für Konzerte und kulturelle Veranstaltungen genutzt und ist ein Treffpunkt für viele Albaner. Eines der Wahrzeichen von Tirana ist der Uhrenturm aus dem frühen 19. Jahrhundert. Gegen eine kleine Gebühr kann man ihn besteigen und von oben einen Blick auf den Skanderbeg-Platz genießen. Ein paar Schritte entfernt vom Uhrenturm befindet sich die Bankart 2 Ausstellung. Dieses Museum beschäftigt sich mit der Aufarbeitung der albanischen Vergangenheit. Dabei ist der Fokus der Ausstellung auf die Opfer des Enver Hoxha-Regimes gerichtet. Weiter in Richtung Süden erreichen wir die Rruga Murat Toptani. Sie ist für Autos gesperrt und gesäumt von Cafés, kleinen Läden und Ständen. Am Ende der Fußgängerzone liegt die Burg von Tirana. Sie ist teilweise restauriert und beherbergt Restaurants, Cafés und Souvenirläden. Ganz in der Nähe der Burg gibt es eine hübsche osmanische Bogenbrücke, die früher über die Lana führte.
Folgt man der Lana Richtung Westen, erreicht man die große Moschee von Tirana mit einem Kuppelbau im klassisch-osmanischen Stil. Sie ist noch nicht komplett fertiggestellt, die 4 Minarette ragen aber bereits 50 Meter in den Himmel. Ein paar Meter weiter folgt die Pauluskathedrale, ein schlichtes katholisches Gotteshaus. Vor dem Eingang der Kathedrale steht eine Statue von der betenden Mutter Teresa. Eine der schönsten Straßen der Stadt erstreckt sich vom Skanderbegplatz Richtung Süden zum Mutter-Teresa-Platz. Dieser Boulevard wird gesäumt von hochaufragenden Pinien, die einen mediterranen Flair versprühen. Die Pyramide im Zentrum der Stadt, einst zu Ehren von Enver Hoxha erbaut, steht heute leer und wird als Kletterobjekt genutzt. Gegenüber vom Hotel Rogner steht ein Monument, das an die Isolation von Albanien unter Enver Hoxha erinnern soll. Wir hoffen, dass euch dieses Video gefallen hat. Wir sagen erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal.